Konzentriert euch auf das, was auf dem Plan steht, was ihr machen wollt. Auf das, was ihr tun könnt, was euch hierher gebracht hat. Auf die Handlung konzentrieren, weil nur die entscheidet am Ende, ob wir gewinnen oder nicht. Wir sind in dem Turnier reingewachsen, wir sind besser und besser geworden, bessere Spiele, Erfahrung gesammelt und darauf auch besser gespielt. Natürlich schade ohne Fans zu spielen, aber wenn du jetzt die Chance bekommst, wollen wir den nutzen einfach. Findest du es lustig, oder? Ich wollte ja vorzeigen Video. Ja. Das war ja nichts. Es geht viel um Frische, um körperliche Frische und die nötige Gier zu entwickeln, dass man einfach diese 90 Minuten plus X unter Umständen gut durchhält und da mit der nötigen Power auch ins Spiel gehen kann. Darum geht es jetzt. Die Jungs haben schön Gas gegeben. Natürlich hatten wir jetzt diese 90-Minuten-Belastung noch nicht, weil das einfach zu früh käme, wenn wir es jetzt gemacht hätten, sondern dies ist schon so geplant, dass es dann am Donnerstag das erste Mal die 90-Minuten-Belastung wird. Viel früher kannst du es nicht simulieren, weil einfach dann zu große Probleme bestehen in der Trainingssteuerung danach. Sehr heiß. Es ist sehr heiß. Ich fliege mit der Mannschaft. Mein kleiner Bruder. Was? Nein. Yes! Yes! Wenn wir alles haben, ist in 15 Minuten Start zum Flughafen. You ready to travel? Wie geht's? Gut bei dir? Sehr gut. Ist eine gute Reise? Ja, gut. Sehr gut. Da, Schöne Haare. alle mit da, Koch, alles mit da. Nix. Aber nicht diese. Tu vas très bien, Nani. Diese, ich bin Türmann.
Die Anreise war sehr gut. Uns gefällt es allen hier. Schönes Hotel, gutes Wetter, angenehmes Wetter. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit jetzt hier zusammen, alle miteinander. Die Chemie in der Mannschaft ist hervorragend. Da gibt es keinen, der sich irgendwie da anders verhält als andere. Wir wissen ganz genau, warum wir hier sind. Wir haben ein Ziel vor Augen und das ist einfach, dieses Spiel jetzt am Donnerstag zu gewinnen. Der Trainingsplatz ist super, die Bedingungen sind sehr gut, sind nicht weit vom Meer entfernt. Und jetzt freuen wir uns alle hier zu sein und hoffen natürlich, so lange wie möglich hier bleiben zu können. Danke, sagt man. Für alle, die unter der Corona-Krise so Ja, genau. in hilfreiche Positionen sind, um da durchzukommen. Bleibt jetzt zu 15 hier im Raum. Die Stimmung ist gut, die Jungs glauben dran, dass wir erfolgreich sein können. Jetzt muss der Glaube dann langsam weichen und es muss in Überzeugung übergehen. Da werden wir jetzt heute weiter arbeiten, auch inhaltlich. Und dann, glaube ich, sind wir gut gerüstet für Donnerstag. Du bist schuld, du bist schuld. Du weißt es ganz genau selber. Du bist schuld, dass ich jetzt der Kamera habe. Jussi, viel Spaß noch mit der Kamera. Guck dir das Bild an, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja 1:1, wie bei Instagram. Ja, jetzt sieht man das Meer besser. Da hinten. Junge, wie du wieder aussiehst. Sollen wir Backgammon spielen? Auf geht's. Aber wo? Bei dem Wort sollen wir, hattest du mich schon. Hier drin oder was? Oder wo machen wir das? Hallo Marc. Hi Yusuf. Top Aussicht zum Behandeln. Stark. Optimalfall. Und wie steht's bei Backgammon? Heute 1:0 verloren. Insgesamt? 1:0 verloren heute insgesamt. Insgesamt? Insgesamt sieht es nicht so gut aus. Heute war ein bisschen Regen, ja. Klar, da haben wir jetzt den zweiten Corona-Test, seit wir hier sind. Dritten in die letzten 6 Tage, glaube ich. Und deswegen ist ja immer noch zu spüren, dass da verschiedene Regeln eingehalten werden müssen.
glaube, wenn wir nochmal unsere Mannschaft anschauen, es ist weiterhin sehr viele, die seit 4, 5 Jahren in dem Verein sind und einfach dieser ganze Weg mitgemacht haben. Und das ist einfach eine große Möglichkeit, uns nochmal in der internationalen Bühne zu zeigen. Und wir haben sehr viel Selbstvertrauen in unser Spiel und die Art und Weise, wie wir spielen. Und ich hoffe, dass wir morgen das zeigen können und eine Runde weiterkommen. Wir werden mutig auftreten, werden unsere Art von Fußball auf den Platz bringen wollen und werden uns auf die inhaltlichen Dinge konzentrieren. Natürlich ist es so, dass Atletico mehr Erfahrung hat, aber es ist auch so, dass ich die klare Überzeugung habe, dass eine Erfahrung bei 2 Spielen, bei Hin- und Rückspiel, auch im heimischen und dann im Auswärtsstadion, deutlich mehr ins Gewicht fällt, als es bei einem Spiel ins Gewicht fällt, weil du einfach kaum taktieren musst und es geht darum, wer das morgige Spiel gewinnt, der ist dann im Halbfinale. Ich muss ja nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall, wir werden richtig bereit sein. Und ich habe auch keinen Zweifel daran, dass wir ein richtig gutes Spiel abliefern werden. Ein großes Spiel bedarf immer große Taten. Konzentriert euch auf das, was auf dem Plan steht, was wir machen wollen. Auf das, was ihr gut könnt, was euch hierher gebracht hat. Auf die Handlung konzentrieren, weil nur die entscheidet am Ende, ob wir gewinnen oder nicht. Hier drin muss keiner irgendwas alleine machen, sondern wir alle können im Kollektiv, vom Physio, vom Sportdirektor bis zu jedem einzelnen Spieler im Kollektiv die Dinge so in die Bahn lenken, dass nach diesem großen Spiel noch größere folgen. Alle gemeinsam alles dafür tun, dass nach diesem großen Spiel noch größere folgen. Viel Erfolg dabei.
Ganz kurz, meine Sache, meine Hochachtung, Hochleistung ist das Geistes, verdient. Klar, dieses eine außergewöhnliche Geschichte, was das angeht. Dritten Liga bis Champions League Halbfinale in 7 Jahren, das glaube ich gab es noch nie, weder für den Verein noch für den Spieler. Von daher ist es einfach großartig. Ich freue mich für die Jungs, für den Verein, dass wir so einen großen, geschickten Tag heute erlebt haben. Ich muss sagen, so eine junge Truppe auf dem Feld, die mit ein paar Erfahrenen wie Jussi als Beispiel null Nervosität gezeigt, war ich echt sehr, sehr zufrieden. Wenn man dann heute das gesehen hat, das erste Tor ist herausragend rausgespielt, viele Situationen in der ersten Halbzeit sind wirklich guter Fußball mit aggressivem Gegenpressing. Und die Jungs haben heute herausragend gearbeitet und absolut verdient gewonnen. Ist dabei, Halbfinale, er ist dabei. Zwischen Spielen geht man oft zur Behandlung, also zum Physioraum für Behandlung und Massage und so. Also Atmosphäre ist top und wie gesagt, gerne noch ein paar Tage länger. Da gibt es kein wirkliches Wort, wie wir uns fühlen. Es passiert einfach, ich persönlich und ich glaube die ganze Mannschaft probiert einfach jeden einzelne Sekunde davon zu genießen, einfach weil es einfach sowas nicht so oft gibt, glaube ich, in einer Fußballkarriere und sowas außergewöhnlich jetzt zu schaffen, das erste Mal mit dem Verein im Champions League Halbfinale einzuziehen, ist was Außergewöhnliches und ich persönlich probiere einfach jede Sekunde davon zu genießen und dann eine Top-Leistung wieder zu bringen im Halbfinale. Yeah, absolutely. I mean, I'm a competitive person, so. Ich glaube, Grapefruitsaft, Schorle habe ich getrunken tatsächlich und einen super Bock, also nicht allzu viel. Und demnach bin ich auch relativ früh hochgegangen ins Zimmer. Ich kann meistens nicht so schnell schlafen nach den Spielen, aber war ausreichend genug, um, danke für die Komplimente, einigermaßen frisch auszusehen. Madeira, extra aus Madeira eingeflogen, beste Qualität. NBA, yeah, bro. The pressure. Die Atmosphäre in der Mannschaft ist natürlich top. Also es ist immer gut, aber nach so einem Spiel und natürlich mit so einer großen Möglichkeit vor uns, ist die Freude in der Mannschaft ist riesig. Arrête de filmer là. Wir bestimmen quasi jeden Tag den CK-Wert, damit wir sehen können, wie regeneriert die Muskeln
Temperatur der Spieler ist bei uns. Guck mal. Jetzt nicht verstehe, warum du jetzt auch so diese Nasenloch-Perspektive gewählt hast hier bei mir. Kennst du das, wenn du FaceTime machst und hast dann das Handy im Liegen so auf dem Bauch? Das kommt nächste Runde. Ich stelle mal einen Fuß rein, weißt du? Will ich ins Training tragen, oder? Nada! Mutter. Die Mannschaft, die ich dann erlebt habe, sowohl in Leipzig als dann auch hier in Lissabon, hat auf mich einen sehr, sehr starken und selbstbewussten Eindruck gemacht. Und das war sicherlich natürlich auch, oder ist wichtig gewesen, um dann auch so eine absolute Weltklasse-Mannschaft wie Atletico zu schlagen. Das ist ein Adler. Wir sind jetzt schon relativ weit oben, muss ich sagen. Ja, wir sind nach wie vor RB Leipzig und wir sind glücklich darüber, aber wir sind immer noch gierig weiterzukommen und den nächsten Schritt jetzt auch noch zu gehen. Und den Eindruck hatte ich sowohl im Training jetzt in dieser Woche als auch im Spiel gegen Atletico, dass die Mannschaft auch absolut bereit dafür ist. Müssen auf der Seite und wollen auf der Seite. Ein paar Topstars hier und ein Top-Kollektiv und Top-Team auf dieser Seite. Das ist PSG gegen Leipzig. So kann man das gut beschreiben. In unserem Trainingsgelände hängt ein sehr, sehr guter Spruch auf den blauen Bannern, der zu heute unglaublich gut passt. The more you dream, the far you get. Ihr müsst träumen von dem ganz großen Spiel. In jeder Sekunde
Und dann, wenn der Angriff kommt, das Umsetzen ins Handeln. Ihr müsst überzeugt sein von dem Traum, überzeugt sein von euch selber, überzeugt sein von dem Plan, überzeugt sein, wieder so ein gutes Spiel machen zu können. Und ihr müsst am Ende auch bereit sein, 90 Minuten eklig zu sein und bereit sein, wieder einen mega emotionalen Erfolg zu kriegen. Auch dafür muss man bereit sein. Auf geht's, Männer, komm! Wir werden alles dafür tun, solche Erlebnisse zu kriegen, die wir dieses Jahr gehabt haben. Nächstes Jahr ist hoffentlich auch Zuschauer dabei, dann wird es ein noch geiler Erlebnis. Und deswegen ist das genau das, was man, egal welche Sportler die man ist, strebt man sowas an, das Bestmögliche in jeder Saison rauszuholen. Und das werden wir nächste Saison genauso machen und hoffentlich genauso geile Erlebnisse, die wir dieses Jahr hatten. Ich bin nach wie vor stolz. Wir sind ins Halbfinale gekommen. Das ist, glaube ich, für RB Leipzig nicht selbstverständlich in der dritten Teilnahme der Champions League. Das ist außergewöhnlich gut. Es gibt immer viele Dinge zu analysieren. Ich glaube, du kannst in dem Spiel heute, selbst wenn du alles richtig machst, wird es trotzdem eng zu gewinnen, weil der Gegner halt einfach besser war. Und das muss man dann im richtigen Moment auch mal akzeptieren. Wir haben jetzt viele Herausforderungen in dieser Saison, was vor uns steht. Und dieses Teamspirit, dieser Teamgeist wird auch eine wichtige Rolle spielen, dass wir wieder erfolgreich sein und dass wir unsere Ziele erreichen können. Wir waren knapp 1,5 Wochen in Portugal. Ist natürlich was ganz anderes, ist wie ein Trainingslager zusammen und unsere Mannschaft ist schon sehr eng zusammen und diese 10 Tage hat uns natürlich noch mal enger zusammengebracht. Die Erfolge, die wir zusammen immer erleben, das natürlich hilft immer, diese Mannschaft zusammenzuwachsen und das hat man zum Beispiel in Atletico gesehen, wie wichtig ist dieser Teamspirit, was wir in unserer Mannschaft haben, nochmal
in letzter Minute alles zu geben für diese Mannschaft und kämpfen, dass wir zusammen diesen Erfolg erleben können. Und diese Feier danach in der Kabine zeigt wieder, dass dieser Teamgeist, was wir hier machen, ist top.